Was muss man beachten, wenn man mit Schneeschuhwandern anfangen will? Das erkläre ich dir in diesem Video. Lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, wenn du über zukünftige Videos von mir zum Thema Wandern informiert werden willst. Ganz am Anfang die wichtigste Frage. Für wer ist Schneeschuhwandern geeignet? Die Antwort darauf könnte nicht einfacher sein. Für jeden, der laufen kann. Wir brauchen dafür keinen speziellen Kurs. Zwar ist Schneeschuhwandern am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so kann man zum Beispiel nicht Hinterski laufen, doch schon nach wenigen Minuten gewöhnt man sich daran. Und durch gibt es für jedes Fitnesslevel. Wer Schneeschuhe laufen will, braucht natürlich zuerst einmal Schneeschuhe. Die gibt es aus zwei verschiedenen Materialien: Kunststoff und Aluminium. Während Kunststoff-Schneeschuhe in der Regel günstiger sind, sind die aus Aluminium leichter und geben mehr Auftrieb bei Tiefschnee. Am Anfang kann es sich lohnen, Schneeschuhe zu mieten oder auszulehnen. Bei einfacher Wanderung müssen es auch nicht die besten sein. Wer hingegen eine schwierigere Schneeschuhwanderung mit steilem Gelände macht, braucht gute Schuhe. Darauf ist auch bei einem späteren Kauf zu achten. Will man so oder so noch einfache Touren machen, kann man problemlos ein günstigeres Modell kaufen. Plant man später aber auch schwierigere Touren zu machen, kauft man besser gerade schon am Anfang bessere. Sonst zahlt man am Schluss doppelt, weil der Schneeschuh den Anforderungen nicht mehr genügt. Neben den Schneeschuhen braucht man noch Knochenhöhe und wasserdichte Berg- oder Winterschuhe. Wander- oder Skistöcke mit Winterteller machen das Wandern angenehmer. Zudem gehört eine Sonnenbrille und Sonnencreme dazu und genug zum Trinken. Der Flüssigkeitsverlust beim Schneeschuhwandern ist sehr hoch. Hat man die Ausrüstung einmal zusammen, kann man die ersten Gehversuche auf markierten Schneeschuhen durchmachen. Orientieren kann man sich an den pinken Schildern und Pfosten. Trotzdem sollte man eine Karte dabei haben, entweder ausgedruckt oder von Schweiz Mobil heruntergeladen, sofern man Schweiz Mobil Plus abonniert hat, damit der Unterhalt der Route unterstützt. Markierte Wege sind unter normalen Bedingungen grundsätzlich sicher vor Lawinenniedergängen. Auf nicht markierten Routen ist eine Lawinenausrüstung mit der entsprechenden Ausbildung aber zwingend. Schneeschuhwanderer sterben beim einem Lawinenunglück etwa 3-mal häufiger als Ski- und Snowboardgänger, weil viele keine Lawinengeräte dabei haben, weil sie die Gefahr unterschätzen. Auch wenn der Hang nicht steil ist, kann sich weiter oben eine Lawine lösen. Auch darum macht es Sinn, auf markierten, einfachen Routen die ersten Erfahrungen zu sammeln. Markierte Routen sind auf Schweiz Mobil markiert. Dazu geht man auf map.schweizmobil.ch und dort wählt man Winter aus. Dann erscheint im linken Menü die Auswahl Schneeschuhwandern. Mit einem Klick auf eine Tour erscheint Beschreibung dazu. So ist zum Beispiel die Schneeschuhwanderung auf den Hohen Hirschberg explizit als einsteigerfreundlich beschrieben. Ich habe auch noch ein Video mit einem leichten anderen Abstieg oben rechts verlinkt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinen ersten Schneeschuhwanderungen. Schreib gerne in die Kommentare, wie du deine Schneeschuhwanderung erlebt hast und Tipps für schöne Wanderungen.